Hallo Achim, habe ein 900 Liter Aquarium. Geplant sind Altums, Sorgwälse und generell nur Südamerika. Wie würdest du mir die Filterung empfehlen? Biohome Filterbecken. Kommt letztendlich darauf an, wie stark dein Besatz wird. Ja, also, und vor allem, was du an Pflanzen einsetzt. Ja, ich weiß ja nicht, ob du das, ich sag mal, biotopgerecht einrichten willst. Dann setzt du üblicherweise nicht viele Pflanzen ein, weil da, wo die Altums leben, da sind nicht so viele Pflanzen. Da ist also ganz wenig Bepflanzung. Wenn du es aber, ich sag mal, biologisch gut einrichten möchtest, dann setzt du viele Pflanzen ein. Und da gibt es natürlich auch aus Südamerika jede Menge Arten, die man da nehmen kann. Also auch da zumindest im Kontinent richtig, also kontinentkorrekte Pflanzen. Und dann hast du natürlich schon mal einen ordentlichen biologischen Ausgleich. Die Frage ist natürlich Altum, 900 Liter, ich kenne die Maße nicht. Also für Altum solltest du normalerweise das Becken nicht unter 70 Zentimeter hoch haben. Ja, also 70 Zentimeter ist meiner Meinung nach wirklich schon die Untergrenze. Ja, ich meine, Altum können also bis zu 40, 45 Zentimeter hoch werden. Ja, und dann so ein 60er Becken, das finde ich dann also schon sehr bedenklich. Ansonsten also wenn du da das Aquarium nicht sehr stark besetzen willst, also so 10 Altum und ein paar Saugwälse und vielleicht noch eine Salmlerart dabei, dann kannst du durchaus auch einen Diffusionsfilter machen. Der packt das also auch ganz locker. Ja, oder halt Biohome und dann schön langsam arbeiten lassen. Ja, also sage ich immer wieder, externe Filterbecken oder überhaupt externe Filter bitte schön langsam arbeiten lassen. Ja, und dann ist die Effizienz des Filters einfach höher, als wenn der richtig mit Gas das Wasser durchgeht. Ja, das ist nämlich völlig unnötig. Und je langsamer man den Filter arbeiten lässt, umso besser, umso weniger Probleme hat man mit dem Aquarium selbst. Also ich würde da also auf maximal einmal pro Stunde Wasserumwälzung gehen. Joachims Meinung zu Kampffischen hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, gerade das mit der Reizarmut. Ja, das ist so. Ja, guck dir die Tiere an, die völlig alleine in irgendwelchen Mikrobecken gehalten werden. Ja, da werden ja sogar 12 Liter, wird ja sogar teilweise empfohlen. 12 Liter, das sind 30er Becken, das sind die kleinsten Standardaquarien überhaupt. Das ist ein Witz. Da kannst du keinen Kampffisch drin halten. Ein Fisch, der 8 Zentimeter groß wird, plus Schwanz. Ja, da kannst du den hier auf 30 Zentimeter halten. Das muss man sich doch mal überlegen. Und dann auch noch alleine. Ja, und dann wundert man sich, wenn die Fische apathisch irgendwo in der Ecke rumhängen und irgendwann immer weiter absinken, mal auf dem Boden liegen, mal eventuell auf den Pflanzen liegen. Ja, oder die Tiere, die haben Hospitalismus. Ne? Und auch Kampffische können Hospitalismus kriegen. Genau wie Elefanten im Zoo Hospitalismus kriegen können, wenn sie reizarm gehalten werden, können Kampffische das auch. Ne? Und Eisbock sagt, du könntest ja gerne mal ein Video zum Thema Kampffische machen. Ich habe jetzt nicht direkt ein Video darüber gemacht, ich habe aber einen Livestream über das Thema gemacht. Und der heißt irgendwie, können Fische psychische Störungen oder psychische Erkrankungen kriegen oder irgendwas in der Art, ja. Muss mal suchen. Ja, also irgendwas mit Psyche und so. Psychische Erkrankungen oder weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn du das Thema liest, weißt du, worum es geht. Na, also da habe ich ein Thema zu gemacht und da habe ich auch ganz klar jemanden gefunden, also jemanden rausgesucht, der also selbst 12 Liter als YouTuber empfohlen hat. Und das Schlimmste ist die Frau, die ich da als Referenz rangenommen habe. Ja, also mit Videoausschnitten aus ihren YouTube-Videos. Die ist gelernte Biologin. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also so viel Ignoranz kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber naja, gut.
Wie unterscheidet man bei den Corydoras Sterbai das Geschlecht? Nur an der Größe? Ja, einmal das, und die Weibchen sind ein bisschen voller als die Männchen. Und die Männchen haben auch etwas stärker ausgezogene erste Flossenstrahlen an den Brustflossen. Also damit kann man die also unter Umständen unterscheiden. Sollten aber dafür schon zumindest geschlechtsreif sein, sonst ist diese Unterscheidung nicht unbedingt gesichert. Kann man Dornaugen mit Perlhuhnwärblingen, Moskitos, Blauaugen, Kahlfleckwärblingen und Augita-Harnischwölfen halten und reicht da eine Temperatur von 22 Grad. Was fressen die Dornaugen? Dornaugen würde ich wahrscheinlich nicht so tief in der Temperatur runtersetzen. Also unter 24 Grad, vielleicht sogar noch 23 Grad, glaube ich, sollte man sie nicht halten. Sonst die anderen, ja, auch die Blauaugen mögen es nicht ganz so kalt und die Kahlfleckwärblinge auch nicht, obwohl die gehen auch vielleicht. Und bei den Augita-Harnischwölfen ist es so, dass du also auch nur den Ototeuropsis so niedrig halten kannst. Die Vitatus bzw. Affinis, wie sie auch immer heißen, die brauchen auch höhere Temperaturen. Ja, Dornaugen fressen sind also, was die Ernährung angeht, absolut problemlos. Die fressen im Grunde alles, was kommt. Die nehmen auch super gerne Tubifex und anderes Lebendfutter oder Frostfutter. Die nehmen auch Trockenfutter und wenn sie nichts kriegen, dann holen sie sich die Biofilme aus dem Aquarium, aus dem Bodengrund. Ich hätte eine Frage. Ich würde gerne Feuerschwänze halten. Und was kannst du mir dazu sagen? Ja, Feuerschwänze. Du weißt, wie groß die werden? Die können mal eben locker über 25 cm groß werden. Und also entsprechend sollte so ein Becken für die Tiere, also ich sag mal, unter 1,50 Meter würde ich überhaupt nicht halten. Eher deutlich größer. Und dann werden die mit zunehmendem Alter immer unverträglicher und in der Gruppe halten. Ja, also nicht unter 5 Stück, weil sonst machen die sich untereinander unter Umständen fix und fertig. Das geht ganz schnell. Aber ansonsten, wenn man das Becken dafür hat, schöne Fische. Ein Bekannter hat mal von mir ein Aquarium gekriegt. Mein ehemaliges Meerwasserverkaufsbecken. 2,70 Meter lang. Lass mich nicht lügen. 75 tief und ich glaube 50 hoch. Und da hat er eine Gruppe Feuerschwänze drin gehabt, ausgewachsene, solche Tiere. Also, das war schon beeindruckend. Die Ottos zogen am Abend immer gemeinsam durch das Becken. Das findet auch nicht mehr statt. Darum vermute ich wirklich Schwund. Was fressen die Ottos zusätzlich gerne? Ja, Ottos fressen hauptsächlich Aufwuchs und Algen. Ja. Und im Prinzip alles, was Aufwuchs ist. Wenn du viele andere Aufwuchsfresser hast oder ständig die Scheiben sauber machst, dann finden die einfach nicht genug Aufwuchs. Ja, und musst du halt ausprobieren, wie weit die Ottos auch an Ersatznahrung gehen. Ja, also dafür würde ich einfach mal probieren. Gurkenscheiben, Zucchinischeiben, Möhrenscheiben, Bananenscheiben und alles mögliche, Kohlstückchen. Da kannst du alles Mögliche ausprobieren, ja. Bei Kohl musst du nur aufpassen, dass sie nicht so viel pupsen. Na, war ein Scherz. Aber du kannst ja alles Mögliche ausprobieren, ja. Du kannst auch hier dieses, wie heißt das, Repesci, das findest du bei mir auch unten im Shop, im Amazon-Shop. Das kann man mit heißem Wasser aufrühren und das wird dann, wenn man das so auf Steine oder Holz oder was auch immer aufstreicht, das wird so Geleeartig fest. Ja, das kann man auch ausprobieren. Aber oft ist es so, dass die Ottos also sich sehr schwer tun mit Ersatznahrung. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren und bevor die nichts zu fressen kriegen, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ja, also da auf jeden Fall anbieten. Ja.
ob sie es nehmen oder nicht, spielt keine Rolle. Also zumindest die Garnelen oder auch die anderen Fische gehen teilweise an die Gurkenscheiben und die Zucchini-Scheiben und sowieso an die Bananen. Ja, also da stehen sie also richtig drauf. Also nicht zu viel Banane und auch die Stücke nicht zu groß machen. Ja, und da kann man alles Mögliche ausprobieren. Ja, Blätter, ja, auf jeden Fall auch Blätter, viele Blätter rein. Also die nehmen sie auf jeden Fall auch an. Ja, Seemann-Baumblätter und jetzt kannst du auch frische Blätter von draußen nehmen, weil die nehmen sie sehr gerne an, weil die also sehr viel Zucker enthalten noch. Ja, also möglichst also junge Blätter, also die jüngsten Blätter, die enthalten also sehr viel Zucker, fördert den Aufwuchs und dieser Aufwuchs wird natürlich dann von den Ottos auch angenommen. Ne? Also das ist wahrscheinlich sogar die erste Wahl. Ne? Und zusätzlich halt Gurkenscheiben und so ein Zeug. Ne? Und dann kannst du, also wenn dann noch Ottos da sind, dann kannst du davon ausgehen, dass sie zumindest an die Blätter gehen werden. Ne? Und damit zumindest vom Verhungern gerettet werden. Ja, und wie weit, ich weiß ja nicht, wie lange die Tiere schon im Becken sind, weiß ich jetzt nicht. Und wie weit da tatsächlich Verluste das Problem sind. Ne? Ich meine, Ottos sind nun mal nicht ganz so problemlos. Also ganz wichtig ist, wenn du Ottos kaufst, dass du dir die Tiere genau anguckst, dass die keine eingefallenen Bäuche haben, keine roten Bäuche und also so rosafarbe durchschimmernde Bäuche und wie gesagt, dass die aktiv sind und dass die halt aktiv und gesund aussehen, aktiv und agil aussehen. Ja, ganz wichtig. Also Fische, die völlig abgemagert sind, also Ottos, die aus der Quarantäne vom Großhandel abgemagert rauskommen, da kannst du davon ausgehen, die werden das nicht packen. Ja. Oder nur sehr, sehr schwer packen. Ich habe voriges Jahr, ist jetzt auch schon also deutlich über ein Jahr her, da habe ich Otto hier Pirabebuis bekommen vom Großhandel, also über einen Händler, der hat mir die direkt vom Großhandel mitgebracht, hat mich angerufen, kannst abholen. Die waren sowas von abgemagert, ne, und winzig und ich meine, konnte sie da in dem Eimer oder konnte ich sie auch nicht richtig sehen und habe die mitgenommen und die waren sowas von abgemagert, aber zu der Zeit war das Becken komplett zugealkt. Ja, dadurch sind einige von den Tieren am Leben geblieben, aber ja, also ich habe mal, der Händler hat sich auch für sich ein paar zurückgehalten. Ja, und der hat dann nachher zugegeben, er sagt, von denen, die er zurückbehalten hat, hat ein einziger überlebt. Ein einziger. Ja, und dieser eine einzige, der ist von meinem Züchter hier gekauft worden, der die Tiere hier meine Pirabebuis gezüchtet hat. Ja, wie klein die Welt doch ist, ne? Naja, auf jeden Fall. Also Ottos sind Problemfische. Ne? Also da muss man wirklich sehr genau auf die Qualität der Tiere achten und immer Futter anbieten. Ja, wenn du merkst, deine Scheiben sind blitzesauber, deine Pflanzenblätter sind sauber und keine Algen auf Steinen, Wurzeln und so weiter, dann musst du zufüttern, ja, dann musst du es anbieten, damit die Tiere zumindest die Möglichkeit haben, dann zu gehen. Wie kalt muss das Wasser denn sein? Ich nehme immer nur etwas kälter als das Aquariumwasser. Ich fütter sehr abwechslungsreich Trocken-, Frost- und Lebenfutter, natürlich nicht auf einmal. Also wie gesagt, wichtig ist auch, dass du also auch den Leitwert ein bisschen runterfährst. Ich weiß ja nicht, ob du ausschließlich Leitungswasser nimmst und ich weiß auch nicht, was du für Leitungswasserwerte hast. Also ich meine, kommt immer auf die Panzerwälse an. Ich sag mal Paleatus und Eneus zum Beispiel, die kannst du auch auf Leitungswasser ziehen. Ja, die kannst du theoretisch auch im Klo halten. Ja, also die
nehmen nichts krumm. Ja, die kannst du überall züchten. Aber ich sag mal, andere Arten, da würde ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen den Leitwert runterfahren. Und die Wassertemperatur also durchaus würde ich da auf 4-5 Grad Differenz gehen. Ja, du kannst da also schon, die dürfen da schon ein bisschen runtergehen. Aber geh natürlich jetzt nicht hin und mach 25 Grad und 3 Sekunden später ist es auf 20 Grad. Ja, das ist natürlich auch nicht. Also beim Auffüllen, wenn du langsam auffüllst und die Temperatur steigt dann, oder beziehungsweise sinkt dann bis auf 20 Grad runter von 25, ja, dann ist das durchaus in Ordnung. Das können die ab. Ja, und abwechslungsreich füttern bedeutet natürlich auch, dass du unter Umständen, wenn du die Tiere zur Zucht konditionieren willst, dass du unter Umständen auch mehrmals am Tag fütterst. Ne? Wie bekomme ich meine Corydoras zum Laichen? Hab schon das Video von Martins Fische gesehen und mache auch einen Wasserwechsel mit kälterem Wasser. Ja, das ist, ich sag mal, das Standardprozedere, um Corydoras zum Ableichen zu bringen. Wichtig ist natürlich vorher, dass man die Tiere gut konditioniert, ja, dass die überhaupt erstmal leicht ansetzen. Ja, also ordentlich mit Tubifex zum Beispiel füttern oder mit schwarzen Mückenlarven, wobei schwarze Mückenlarven bei Panzerwelsen ist ja jetzt nicht so das Goldene, aber so allgemein ordentlich Lebenfutter, Frostfutter, und damit erreichst du, dass die Fische erstmal überhaupt gleich ansetzen und dann diesen Wasserwechsel, einen kräftigen Wasserwechsel machen, möglicherweise einen Tag später nochmal. Also ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Man kann natürlich, es gibt auch Leute, die haben die Panzerwälse erfolgreich zum Ableichen gebracht, indem sie eine Regensimulation gemacht haben. Ja, dazu könnte man zum Beispiel diese Düsenstrahlrohre benutzen und da das Wasser ins Aquarium reinplättern lassen, also in Kombination mit einem Wasserwechsel und kälterem Wasser, da halt Regen zu simulieren. Also der ganze Trick ist ja eigentlich, dem Fisch weiß zu machen, dass die Regenzeit anfängt. Ja, die Regenzeit ist ja nun mal die Zeit in den Tropen, wo die Wassertemperatur absinkt, wo die Flüsse über die Ufer treten und dass zu der Zeit eben extrem viel Nahrungspotenzial einfach da ist. Und das ist die Zeit, wo die Tiere sich vermehren. Und das ist halt, wenn man dem Fisch das beibringen kann, dann bringt man ihn auch dazu, abzuleichen. Ja, also in der Regel ist es auch so, dass während der Regenzeit dass der Salzgehalt, also der Leitwert des Wassers, sinkt. Ja, also dadurch, dass also extrem viel Regen da ist und das ist halt, Regenwasser ist nun mal quasi fast destilliertes Wasser und dadurch sinkt der Leitwert des Wassers, also in Kombination Leitwert senken, mit kaltem Osmosewasser zum Beispiel Wasserwechsel machen, Regen simulieren. Damit solltest du eigentlich jeden Panzerwels in irgendeiner Form zum Ableichen bringen. Oft liest man, dass viele Harnischwälse bei höheren Temperaturen gehalten werden sollen. Könnte da was dran sein? Ja, es gibt bestimmte Arten, die kommen eben nur aus ganz bestimmten Bereichen des Amazonasgebiets oder meistens auch nicht direkt aus dem Amazonas-Flachland, sondern aus etwas höher gelegenen Bereichen, wo also vielleicht nicht ganz so ein hoher Baumbestand ist, ja, wo also quasi die Sonne so richtig reinballert und da die Temperaturen höher hält. Das ist möglich. Ja, Beete sind in der Regenzeit eben nicht begehbar, weil einfach es regnet jeden Tag und zwar in Mengen und da sind also, wie gesagt, diese ganzen Bereiche nicht wirklich begehbar. Ja, und das sind aber die Zeiten, wo die Temperaturen tiefer sind. Und dann kann es sein, dass dann halt während der Trockenzeit die Temperaturen gemessen werden. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dann werden natürlich deutlich höhere Temperaturen gemessen.
Und deswegen, also ich kann es dir nicht sagen. Ja, also ich persönlich wüsste keinen Grund, warum ich die Tiere also wirklich so warm halten sollte. Ja, also wenn es dann sogar noch ein bisschen höher geht, wenn die Tiere dann schon aus Peru kommen oder so. Ja, ich sag mal so, vor allem die Tiere aus Kolumbien, ja, die werden also in der Regel, da sind hauptsächlich die ganzen Wälse her, die eher mit höherer Temperatur angegeben sind. Und wie gesagt, wenn es dann schon Richtung Peru geht, wo es also noch ein bisschen höher geht, ja, dann gehen die Temperaturen wieder extrem runter, weil dann kommt man so langsam Richtung Anden und da wird es dann schon unter Umständen richtig frisch. Ja, also da gibt es also durchaus Fische, die also eher schon fast als Kaltwasserfische anzusehen sein können.